So, ihr habt jetzt Zeitrafferaufnahmen gesehen. Heute war Service am Seat Leon angesagt. Ich blende euch jetzt unten mal die genauen Fahrzeugdaten ein. Und werkzeugtechnisch habe ich jetzt heute gebraucht einen Drehmomentschlüssel, sowohl für das Ölfiltergehäuse, dass wir das wieder mit 25 Newtonmeter anziehen können, habt ihr ja gesehen. Dann eine 19er Nuss, um die Ölablassschraube zu lösen und dann später eben mit Drehmoment auch wieder festzuziehen. Für die Ölablassschraube habe ich 22 Newtonmeter verwendet. Da hatte ich jetzt keinen Leitfaden. Das ist aber ein Wert, den ich von vielen anderen Fahrzeugen auch kenne oder nutze. Dann ein Abzieher für den Windschutz oder beziehungsweise für den Scheibenwischerarm. Habe ich euch jetzt nicht gezeigt. Hatte ich kurz den einen Scheibenwischerarm ab, um da die Verkrustungen, dieses Baumzeug und so wegzubekommen. Das war ganz fest. Die andere Seite habe ich dann mit dem Pinsel gelöst. Das ging ein bisschen schneller oder besser. Dann braucht ihr für die Unterbodenpappe einen 25er Torx und für 3 große Schrauben an der Unterbodenpappe einen entsprechenden 45er Stern ist das dann. Also ein 45er Stern, 25er Torx für die Unterbodenpappe, wie gesagt 19er für die Ölablassschraube und das ist eigentlich alles, was man braucht. Der Rest geht dann eben so ab, beziehungsweise wie gesagt für den Scheibenwischerarm braucht man das ja nicht unbedingt mit dem Werkzeug. Und jetzt hätte ich gesagt, gucken wir einmal beim Motorraum, was da noch ist. Ansonsten Service zurückgesetzt habe ich wieder über meinen Launch-Tester, habe ich euch jetzt nicht gezeigt, aber ihr geht einfach ins Service-Menü, wählt euer Fahrzeug aus und sagt dann eben, auf wie viel ihr es zurücksetzen wollt. Ich habe jetzt auf 10.000 Kilometer bzw. 365 Tage zurückgesetzt, das sollte passen. Jetzt, wie gesagt, weiter im Motorraum. Wir haben Kühlmittel kontrolliert, das war so knapp über Minimum, haben da nochmal ein bisschen was aufgefüllt, war aber nicht viel. Dann haben wir Ölwechsel gemacht, das habt ihr ja gesehen. Hier ist ein bisschen ungeschickt, sowohl die Ölablassschraube, das habt ihr ja auch gesehen, die ist seitlich an der Ölwanne angebracht. Das heißt, erst kommt so ein großer Bogen und dann müsst ihr mit der Zeit eure Ölwanne immer wieder so ein Stückchen, ja, sage ich mal, in Richtung Fahrzeugfront ziehen, weil ansonsten ja alles nebendran läuft. Also das ist nicht so geil gemacht. Normalerweise hat man ja eine Ablassschraube, die ganz unten in der Ölwanne sitzt und dann läuft das Öl einfach gerade nach unten ab. Das ist eigentlich immer geschickter. Hier ist jetzt ein bisschen anders. Und dann haben wir den Ölfilter unten. Das ist auch, hat sich auch der VW-Ingenieur ganz viel bei gedacht. Das kann ich euch ja auch nochmal schnell unterm Auto zeigen. So, jetzt sind wir unterm Auto und damit man hier hinkommt, war ja diese Unterbodenpappe, das habt ihr ja gesehen, die habe ich demontiert als erstes. Und dann sitzt der Ölfilter eben ja hinter dieser Stromleitung. Auch das, wer auch immer, welcher Ingenieur da am Werk war, super Job gemacht, ganz toll. Was ich gemacht habe, ich habe diesen Nipsi hier einfach rausgezogen, dadurch die Leitung ausgehangen und dann habe ich genug Platz gehabt, wenn ich die Leitung hier sozusagen Richtung Motorölwanne drücke. Nach vorne konnte ich sie nicht, da war zu viel Spannung drauf, das wollte ich nicht. Ich sehe auch gerade, ich habe schon mit Bremsenreiniger sauber gemacht, da muss ich gleich nochmal ein bisschen. Ja, auf jeden Fall löste dann hier mit einer entsprechenden Ölfilter oder Öldeckelnuss den Ölfilter. Und selbst wenn ihr vorher das Öl abgelassen habt, kommt da trotzdem nochmal eine Menge Öl mit raus. Oder was heißt eine Menge, aber ich sag mal so 100, 200 Milliliter. Das läuft dann alles auf das Stromkabel und hier auf den Stecker, habt ihr ja gesehen. Wie gesagt, Grüße gehen raus an den Ingenieur. Und ja, dann tauscht man eben den Filter hier von unten, macht das wieder fest mit 25 Newtonmeter. Und jetzt, wie gesagt, ich habe schon mal mit Bremsenreiniger, ich muss aber nochmal, da sind noch Rückstände. Ansonsten ist hier die Ölablassschraube, habe ich auch schon markiert. Und das ist eben auch das, was ich meinte, dadurch, dass die seitlich weggeht, kommt eben erst ein relativ großer Bogen und sobald der Öldruck ein bisschen abnimmt, also weniger Öl in der Ölwanne ist, geht der Bogen immer weiter nach hinten. Also ihr müsst halt die Ölwanne, die ihr drunter gestellt habt, dann entsprechend ja, mit dem Ölstrahl bewegen. Also auch nicht so ideal. Ansonsten habe ich gesehen, da war es ein bisschen rostig, da habe ich jetzt angeschliffen, dann entsprechend nur mit Wasser ein bisschen vorher die Roststellen befeuchtet, denn mein Rostumwandler, der funktioniert besser, wenn man ein bisschen Feuchtigkeit hat. Ob das bei allen Rostumwandlern ist, weiß ich nicht. Also bei meinem ist das ganz gut. Und jetzt habe ich das mal eingesetzt mit Rostumwandler. Lasse ich das ein bisschen trocknen und dann pinsel ich noch ein bisschen Unterbodenschutz drauf an den Stellen. Dann sollte das passen. Die Schrauben lasse ich so, wie sie sind. Die habe ich einfach nur eingeschmiert. So, und wie gesagt, das sind jetzt die Dinge, die wir getauscht haben. Einmal den Ölfilter, also auch das Öl selbst. Ihr seht das ja. Also das war jetzt schon notwendig. Es waren jetzt ein bisschen über 10.000 Kilometer. Ansonsten der Luftfilter, der sieht noch super aus. Also den hätte man durchaus auch noch weiterfahren können. Der ist auch noch flexibel. Also da ist weder porös noch zugesetzt. Luftfilter war echt super. Innenraumfilter sieht schon wieder ganz anders aus. Der ist fertig, der ist zugesetzt.
Da empfehle ich ja auch immer, dass man die Aktivkohlefilter nimmt. Die erkennt man meistens optisch daran, dass die ein bisschen dunkler sind. Ansonsten würde ich aber immer schauen, was eben dabei steht, ob es ein normaler Papierfilter ist oder Aktivkohle. Aktivkohle habt ihr den Vorteil, dass er auch noch mal ein bisschen Gerüche und sowas rausfiltert und natürlich auch ein bisschen besser gegen Bakterien und Schimmel und sowas wirkt. Aber ansonsten den Innenraumfilter würde ich auf jeden Fall einmal im Jahr wechseln, weil, wie gesagt, das ganze Zeug, was hier drin ist, Feuchtigkeit, atmet ihr ja alles ein. Was ist das für einer? Sehen wir hier 26009 und für den Luftfilter ist es der C30005 und für den Ölfilter, da ist es die 7020Z. Verlinke ich euch alles unten. Auch das Öl, was wir verwendet haben, habe mich wieder für Manol entschieden. Ja, jetzt ist der Service durch. Insofern muss ich dann nachher nur noch in Stillarbeit unten die Roststellen ein bisschen versiegeln und dann passt das wieder. Ansonsten beim Luftfilter oder beziehungsweise beim Innenraumfilter, habt ihr ja gesehen, habe ich wieder ein bisschen gekämpft. Eigentlich reicht es, wenn ihr das Handschuhfach lediglich aushängt. Da könnt ihr rechts und links die Wange des Handschuhfachs so ein bisschen nach innen drücken und dann rutscht das über so ein Nupsi und dann wird das eben, ja, könnt ihr das weiter öffnen. Habt ihr ja gesehen und dann habt ihr einen freien Blick auf diesen Luftfiltereinsatz oder auf den Innenraumfiltereinsatz. Das ist ein bisschen schwierig. Unten die Nasen rausmachen und dann so, ja, leicht nach oben und nach unten. Das ist schwer zu erklären. Ist auf jeden Fall ein Riesengefummel. Geht da aber raus. Reicht, wie gesagt, wenn ihr das Handschuhfach einfach nur aushängt. Insofern sind wir für das heutige Video durch. Ich hoffe, es war was Hilfreiches dabei. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Schaltet gerne auch beim nächsten Mal ein. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao.